Die ESA hat das Data Factory Projekt gestartet als eine Initiative, um einen digitalen Boardroom zu ermöglichen. Unser Director General hat den Wunsch vor 2-3 Jahren geäußert, dass er zu jedem Zeitpunkt den Puls der Agency, die Performance unserer Organisation auf einem Dashboard sehen und messen können möchte und damit das Unternehmen navigieren kann. Der Auftrag an uns war, ich möchte ein Realtime-Dashboard haben mit allen Daten, die mir zeigen, wo wir stehen in unseren Projekten, wie ist die finanzielle Performance der Agency. Es war recht schnell klar, dass diese Daten von irgendwo kommen müssen. Die müssen vorhanden sein, die müssen richtig sein, die müssen validiert sein. Wir brauchen also einen Platz, den wir nennen Single Source of Truth, also den Platz, wo die Daten gespeichert sind, wo sie aus den verschiedenen Systemen zusammenkommen und modelliert werden. Und das war die Geburt der ESA Data Factory. Wir haben uns entschieden, dass wir unser Projekt in dem Microsoft-Ökosystem aufsetzen, weil wir da schon verschiedene andere Elemente wie Office-Kommunikation für die gesamte Agency weltweit verwenden. Daher haben wir uns auf die Suche gemacht, gemeinsam mit Empfehlungen von Microsoft an Microsoft-Partner heranzugehen, die Expertise im Data Management haben. Da hat sich dann Novacapta als das vielversprechendste Unternehmen herausgestellt und deswegen haben wir dann uns entschieden, die Partnerschaft mit Novacapta zu starten. Wir haben also damit begonnen zu identifizieren, wie viele verschiedene Datenreservoirs, Data Warehouses wir verteilt in ganz Europa haben, eine komplett heterogene Landschaft. Und haben mit Hilfe von Novacapta diese verschiedenen alleinstehenden, in Silos liegenden Datenquellen identifiziert und haben dann im Prinzip Novacapta einen konzeptiven Vorschlag machen lassen. Novacapta hat also ein Konzept für die ESA Data Factory mit allen möglichen Tools, die Microsoft in der Azure Cloud anbietet, an uns gegeben. Wir haben das validiert, diskutiert und dann wurde als erstes einmal in einer eigenen Microsoft-Subscription die Data Factory konzeptiv aufgebaut. Wir haben die ersten Daten hineingeladen und modelliert. Da hat man gesehen, war eine positive Überraschung. Also zum einen, mit welcher Professionalität und auch Geschwindigkeit Novacapta das erstellen konnte. Und zum Zweiten war für uns beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit wir auf Daten zugreifen können. Also der Zugang zu Daten war sehr gut. Und daraufhin haben wir Novacapta einen größeren Auftrag gegeben. Wir nennen das ESA Data Factory DevOps Service, mit dem Novacapta die nächsten 2 Jahre beschäftigt ist mit uns, die ESA Data Factory zu Ende zu bauen, das zu professionalisieren, das Service, das sogenannte Security Hardening zu machen. Die Daten, die wir da drin haben, sind das gesamte Datenmaterial der European Space Agency. Das heißt, es ist ein sehr wichtiger Datensatz, der teilweise ja natürlich auch unsere Maschine am Laufen hält, der aber auch die Basis ist, mit der wir Planung für die Zukunft machen können. Und da wir Space-Projekte haben, die so typische Laufzeiten zwischen 10 und 25 Jahren haben, ist unser Planungsaufwand sehr hoch. Und die Daten müssen da auch gewissen Vertraulichkeitskriterien genügen. Wir gehen da mit Novacapta durch eine sogenannte PL1 und PL2 Security Certification durch. Das erlaubt uns auch hochsensible Daten in der ESA Data Factory abzuspeichern. Herausfordernd bei dem Ganzen war, dass wir eine bestehende Applikation umstellen sollten auf eine neue Technologie. Im Grunde genommen war die erste Frage nur, könnt ihr unser bestehendes Programm migrieren in die Cloud? Und haben dann irgendwann gemerkt, hey, wir müssen ja auch ein Dashboard bauen, lass uns doch mal einen Vorschlag machen. Und im Rahmen dieses Gesprächs und auf Basis dieses ersten Entwurfs kam irgendwann die Idee von der ESA, lass uns doch alles neu machen. Der technische Aufbau der Data Factory ist im Grunde genommen angefangen bei Data Warehouse Technologien. Das heißt, wir haben Azure Synapse eingesetzt. Insgesamt alles basiert auf Azure Technologien, weil eben auch die Vorgabe war, geht in die Cloud. Da wir Microsoft-Partner sind, ist die Azure Cloud natürlich für uns die bevorzugte Wahl, ganz klar. Und wir sind mit Synapse gestartet auf der Datenseite, brauchen aber auch für das Frontend entsprechende Web-Applikationen. Die bauen wir mit React auf und ganz normalen Azure Web-Applikationen. Das Setup ist noch relativ einfach. Synapse in der Datenbank, Web-Applikationen fürs Frontend.
spannend ist aber eigentlich gar nicht die Technologie alleine nur, sondern richtig spannend wird es, welche Daten haben wir eigentlich? Welche Objekte gibt es bei der ESA? Wie ist das Business aufgebaut? Und diese ganze Sache herauszufinden, das war extrem spannend und ist immer noch extrem spannend, weil wir noch so viele Daten vor uns haben. Für die Dashboards setzen wir Web-Applikationen ein, aber natürlich, um die Dashboards zu gestalten, die grafischen Oberflächen zu schaffen, die KPIs zu visualisieren. Dort setzen wir auf Power BI, was wir in die Web-Applikationen integrieren. Nennt sich Power BI Embedded an der Stelle. Und das ist eben ein Riesenfaktor, der auch dann der ESA später die Möglichkeit gibt, selbst Reports zu erstellen, sie über unseren Mechanismus zu deployen und dann das Dashboard leben zu lassen. Das heißt, die ESA ist nicht nur darauf angewiesen, dass wir diese Sachen bereitstellen, sondern sie kann selber sich neue Dashboards bauen. Spannend für das Dashboard ist auch, dass wir hier die Möglichkeit haben, auch mit KI-Technologien rumzuexperimentieren und der ESA Möglichkeiten zu schaffen, wie sie innerhalb des Dashboards mit Hilfe von KI intelligente Chats auch bereitzustellen. Und die Idee hierbei ist tatsächlich dynamische SQLs zu erschaffen und auch dynamische Berichte zu erschaffen, wo der entsprechende Manager einfach nur noch seine Frage eingibt und die KI ist in der Lage, das zu interpretieren und auf Basis der Data Factory, die wir gebaut haben, diese Dinge bereitzustellen. Das ist natürlich nur eine Vorstufe. Wenn Microsoft weitere Copilots bereitstellen wird, dann könnten solche Dinge auch sogar out of the box kommen. Und wir sind eben entsprechend darauf vorbereitet, dass wir mit der Data Factory das schon bereitstellen. Wir sind aber in der Lage, dann schon erste Erfahrungen gesammelt zu haben und vielleicht weitere Dinge bereitzustellen und die Applikationen oder auch die Dashboards immer intelligenter zu machen, immer besser zu machen, auch Anomalien vielleicht mal zu erkennen. Und das könnte eine Vorarbeit sein, wenn wir wirklich mal mit Space-Daten in Berührung kommen, dort eben auf Massendaten Informationen rauszuholen. Die ESA Data Factory wird schon zum heutigen Tage genutzt in der ESA. Zwar ist es schneller passiert, als wir gedacht haben. Wir haben einzelnen Usern einen Preview gegeben und der Technologiesprung und der, sagen wir mal so, der Qualitätssprung, den wir erzielt haben, war so hoch, dass diese Benutzer gesagt haben, sie wollen aus dem Preview sofort in wirkliche Nutzung gehen. Mein Name ist Alexander Zöchbauer. Ich arbeite in ESA Headquarter als Data Scientist. Mein Job ist, die Effizienz der Agency zu erhöhen, indem man AI-Algorithmen einsetzt. Und mein Job ist eben, dass ich die rausfinde, welche Algorithmen wichtig sind und dass ich die dann implementiere. Und jeder AI-Algorithmus braucht natürlich viele Daten. Je mehr Daten, das man für AI-Algorithmen hat, desto besser laufen die. Und deswegen ist mein Job, dass ich die Data Factory benutze und auf der Data Factory dann aufbauend AI-Algorithmen entwickle. Für mich hat sich eindeutig einiges verbessert, eben dadurch, dass die Data Factory ein Single Source of Truth bietet, muss ich nicht zu 10 verschiedenen Stakeholdern laufen und mir Dokumente besorgen, die in unterschiedlichen Formaten erstellt worden sind, die einzelnen Stakeholder auch selber updaten und dafür verantwortlich sind. Ich gehe einfach in die Data Factory, es ist alles aufgelistet und kann das alles convenient in eine VM laden und mit einem Zugang eigentlich alle meine Arbeit erledigen. Die Benefits der Agency sind sehr groß. Es geht darum, aus Daten Business Value zu kreieren und das mache ich mittels AI-Algorithmen. Und das wäre so in dem Ausmaß nicht möglich für die Agency, dass man so viele verschiedene Bereiche Effizienzsteigerungen generieren würde. Wir arbeiten sehr partnerschaftlich zusammen. Wir haben einen engen Kontakt und in verschiedenen Ebenen haben wir regelmäßigen Austausch. Die Zusammenarbeit mit der ESA ist halt sehr wichtig, um sofort gegenzusteuern, wenn das Projekt nicht richtig laufen sollte. Die größten Mehrwerte der ESA durch die Lösung sind für meine Begriffe das Erkennen der Daten. Also welche Datenschätze sind vorhanden, wie sind sie aufgebaut, sodass man sie auch als Mensch verstehen kann. Weil häufig werden Data Warehouses auch so aufgebaut, dass einfach die technischen Begriffe benutzt werden aus dem Quellsystem, in das Data Warehouse eingeführt und man muss dann als Berichtsersteller wissen, okay, was für ein technischer Begriff steckt eigentlich dahinter. Und unser Ansatz ist da ein bisschen anders. Wir versuchen, das Objektmodell der ESA zu finden, aufzubauen und dem Benutzer wirkliche Objekte bereitzustellen, mit denen er arbeiten kann. Also es macht einen Unterschied, ob ich in meinem Bericht Daten aus einer Tabelle hole, die Kosten heißt, oder ob die Tabelle heißt CGI3, was niemand versteht, der nicht vielleicht ein bisschen SAP kann. Und diese Dinge sind ein Riesenvorteil für die ESA, um auf Dauer die Daten auch verstehen zu können, die ESA hat. Die ESA Data Factory schafft für uns Value, Mehrwert in verschiedenen Bereichen.
Der erste Punkt ist, ESA Data Factory funktioniert als Single Source of Truth und ist akzeptiert als der Single Source of Truth. Wir hatten früher ein Problem, dass gewisse Daten und Reports von allen Seiten als die richtigen anerkannt wurden. Und die ESA Data Factory erzielt das, dass jeder akzeptiert, die Daten, die von dort kommen, sind die richtigen Daten und sind zertifiziert und validiert. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt für uns ist, dass das Vorhandensein der Daten in der ESA Data Factory uns hilft als Unternehmen, von einem dokumentgetriebenen Unternehmen zu einem datenfaktengetriebenen Unternehmen zu werden. Also ein wesentlicher Schritt in der Digitalisierung. Es ist ein unglaublich cooles Projekt, weil es ein sehr großes Projekt mit einer sehr interessanten Basis und sich auch neue interessante Projekte aus diesem Projekt wieder entwickeln kann. Es in aller Munde ist zum Beispiel heutzutage Microsoft Fabric. Und Microsoft Fabric ist jetzt auch ein Thema, was wir hier letztendlich untersuchen, wie wir es einbringen können, um die ESA nochmal ein Stück weiterzumachen. Daten sind die neue Währung. Alles, was ich aus Daten gewinnen kann, ist für mich ein großer Mehrwert. Und die ESA hat sehr viele Daten, die wir untersuchen können.